In diesem Video zeige ich, wie man ein Schnittmuster für eine Kugel erstellen kann, wenn man mit Papier und Stift arbeiten möchte. Den Umfang der Kugel und die Anzahl der Segmente, in die die Kugel zerlegt werden soll, lege ich selber fest. Meine Kugel soll in diesem Beispiel 62 cm Umfang haben und ich möchte sie in 6 Segmente zerlegen. Die entsprechende Breite der Segmente kann ich ausrechnen. Ich teile den Umfang der Kugel durch die Anzahl der Segmente. Hier also 62 geteilt durch 6 ist gleich 10,33. Um die entsprechende Höhe der Segmente zu berechnen, teile ich den Kugelumfang durch 2. Hier also 62 geteilt durch 2 ist gleich 31. Die einzelnen Kugelsegmente sind immer identisch, deshalb zeichne ich nur ein Segment. Vom Startpunkt A zeichne ich zuerst eine waagerechte Linie nach rechts. Hier messe ich die Segmentbreite, die 10,33 cm in unserem Beispiel. Dann zeichne ich von A eine senkrechte Linie nach oben. Hier wird die Segmenthöhe gemessen. 31 cm in unserem Beispiel. Ich schließe die Linien zu einem Rechteck und auf allen 4 Linien zeichne ich dann den Mittelpunkt ein. Die horizontale Mittellinie des Rechtecks zeichne ich ein und verlängere sie großzügig nach rechts. Vom Punkt A4 zum Punkt A6 zeichne ich eine Linie und messe ihre Länge. Hier sind das 16,34 cm. Diese Linienlänge ist der Radius des Kreisbogens, den ich dann über den Punkt A4 schlage. Mit demselben Radius, also den 16,34, schlage ich auch über den Punkt A6 einen Kreisbogen. Ich markiere die Schnittpunkte der beiden Bögen, ziehe eine Verbindungslinie von A9 nach A10 und verlängere die, bis sie die horizontale Mittellinie trifft. Vom Punkt A11 zum Punkt A6 ziehe ich eine Linie und messe auch hier die Länge. In dem Fall sind das 25,83 cm. Diese Linienlänge ist der Radius des Kreisbogens, den ich über den Punkt A11 schlage. Dieselbe Linienlänge messe ich dann vom Punkt A7 aus waagerecht nach links. Über diesen Punkt A12 schlage ich mit demselben Radius auch den gegenüberliegenden Kreisbogen. Das ist eins von den 6 Segmenten meiner Kugel mit einem Umfang von 62 cm. Ich kann jetzt eine Nahtzugabe anzeichnen, die Passmarken an allen 4 Punkten setzen und das Teil beschriften und ausschneiden. Diese Zeichnung kann ich auch digital erstellen. Mit dem kostenlosen Open-Source-Programm Seamly 2D kann ich die Zeichnung so erstellen, dass die Maße variabel sind. Ich zeichne also nur ein Schnittmuster und kann dann Kugeln in allen Größen mit der gewünschten Anzahl von Segmenten ausgeben, solange ich Lust dazu habe. Das ist gar nicht so schwierig. Den Link zur Videoanleitung der digitalen Variante lege ich in die Videobeschreibung.